Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS Speicher TV. Wir sind heute nicht in Einbeck, wir sind on Tour und zwar in Norddeutschland im wunderschönen Schortens. Hier holen wir 3 Autos ab. Was das für Autos sind und welche Geschichte sich dahinter verbirgt, das zeige ich und erzähle ich euch jetzt. In dieser wunderschönen Garage warten 3 Rover auf uns. Ein Rover 75, ein Rover SD1 und ein Rover P6. Von 1963 bis 1977 wurde der Rover P6 gebaut. Das Exemplar stammt aus dem Jahr 1973. Angetrieben wird der P6 durch einen 3,5 Liter 8-Zylinder-Motor. Der Motor ist keine Rover-Entwicklung, der Motor stammt ursprünglich von GM. Rover hat diesen Motor in den 60er Jahren dazu gekauft. Der Wagen leistet 150 PS ungefähr und läuft knapp 190 km/h Spitze. Wie viele andere englische Autos aus der Zeit hat auch der P6 liebenswerte Eigenschaften. Die Käufer hatten die Option, das Reserverad auf dem Kofferraumdeckel zu montieren. Hintergrund: der Kofferraum war zu klein aufgrund des Kraftstofftanks und der aufwendig konstruierten De Dion-Hinterachse mit den beiden innenliegenden Bremsscheiben. Motorhaube und Kofferraumdeckel bestehen bei dem P6 aus Aluminium, aus Leichtmetall. Und 1964 fand zum ersten Mal die Wahl zum Auto des Jahres statt. Und wer hat gewonnen? Der P6. Genau wie 13 Jahre später sein Nachfolger 1977, der Rover SD1. Der Rover SD1 wird von 1976 bis 1986 gebaut. Dieses Exemplar stammt aus dem Jahr 1978. Angetrieben wird er vom gleichen Motor, der auch im Rover P6 steckt, ein 3,5 Liter Leichtmetall 8-Zylinder, der ursprünglich von Buick stammt. Das SD in SD1 steht für Special Division. Die Special Division war eine Entwicklungsabteilung bei British Leyland mit Mitarbeitern von Rover und Triumph. Eine besondere Eigenheit des Rover SD1 ist das Armaturenbrett. Das ist vollkommen symmetrisch gestaltet für Länder mit Rechtsverkehr und mit Linksverkehr. Der Instrumentenblock wird einfach von der einen Seite zur anderen geschoben und da, wo normalerweise die Lenksäule reinkommt, ist eine Lüftungsdüse montiert. Der Rover 75 ist der dritte im Bunde. Er ist zwar noch kein waschechter Oldtimer, ist aber auf dem Weg, ein Klassiker zu werden. Mit diesem Fahrzeug fing alles an. Die Rover-Leidenschaft von Susanne Neu und Thorsten Michels. Sie haben diese 3 Rover zusammengetragen, sind mit ihnen gefahren, haben an Treffen teilgenommen, haben sie gepflegt und haben viel Zeit und tolle Stunden mit diesen Fahrzeugen verbracht. 2018 starb Thorsten Michels. Seine Frau hat nun entschieden, diese 3 Rover dem PS-Speicher zu schenken. Als gemeinnützige Stiftung PS-Speicher setzen wir uns für den Erhalt automobilen Kulturgutes ein. Wir werden diese Fahrzeuge und damit das Andenken an Thorsten Michels ehren und pflegen. Frau Neu hat sich bewusst zu diesem Schritt entschieden. Sie wollte nicht, dass die Fahrzeuge, womöglich noch in Einzelteilen, verkauft werden. Sie wollte, dass die Fahrzeuge in gute Hände kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass diese 3 Rover jetzt unsere Sammlung bereichern.